Ja, wie sagt der Harald Junke, keine Termine und leicht ein Sitzen. Die Definition von Glück. Ein weiser Mann. War ja auch Zeit, dass ich mir Pause vom Videos machen könne. Die Flugtickets waren ja auch echt günstig, da musste ich einfach zuschlagen. Da fällt mir ein, war da nicht was mit der dritten Piste am Schwächerer Flughafen? Ah, Kacke. So, Dalla, und bevor wir uns direkt mit dem Projekt der dritten Piste beschäftigen, wäre es nicht uninteressant, sich die Historie des Wiener Flughafens anzusehen. Diese begann im Jahr 1938, als die Nazis einen Militärflugplatz auf dem heutigen Flughafengelände erbauten. Über die weiteren Kriegsjahre wurden weitere militärische Einrichtungen hinzugebaut. Und ja, leider wurde dieser Flugplatz auch als Außenlager für das KZ Mauthausen genutzt. Nach dem Krieg wurde er vor allem durch die britischen Besatzungstruppen genutzt, bis er dann 1953 der Wiener Flughafen Betriebsgesellschaft übergeben wurde und damit der erste privat verwaltete Flughafen Österreichs war. Über die nächsten Jahrzehnte wurde der Flughafen dann immer mehr erweitert. So kam zum Beispiel 1977 eine zweite Piste, aber auch ein unterirdischer Bahnhof hinzu. Anschließend wurde der Flughafen vor allem durch immer mehr Hotels, Geschäfte und diverse Büros in eine richtige Kleinstadt verwandelt, weshalb es auch wenig überraschend ist, dass er eine eigene Postleitzahl hat. Diese Expansion, aber natürlich auch immer leistbarere Flüge schlagen sich entsprechend auch in den Passagierzahlen nieder. Während man zum Beispiel 1965 erst 1 Million Passagiere zählte, ging es in den Jahrzehnten danach immer weiter nach oben. Rund um die Jahrtausendwende durchbrach man dann schlussendlich auch die 10 Millionen Marke. Anfang der 2010er Jahre stagnierten die Zahlen zwar leicht, gegen Ende des Jahrzehnts gingen die Zahlen aber steil nach oben und erreichten 2019 mit ganzen 31,6 Millionen Passagieren den bisherigen Höhepunkt. Damit landet der Flughafen Wien, zumindest in Europa im Jahr 2019, auf Platz 14 der meistfrequentiertesten Flughäfen, sogar noch vor den größten Flughäfen in der Schweiz und Portugal. Corona geschuldet sind die Zahlen natürlich drastisch gesunken. Diesen Jänner lagen sie aber zum Beispiel nur mehr 55% unter dem Vorkrisenniveau. Wie gestaltete sich nun aber die Geschichte der dritten Piste? Nun, alles begann im Jahr 2000 mit einem sogenannten Mediationsverfahren, bei dem die diversesten Interessensgruppen zusammenarbeiteten, um die besten Lösungen für Mensch, Umwelt und Wirtschaft zu finden. Mit dabei beteiligt waren unter anderem Bürgerinitiativen, die Anrainer Gemeinden, aber auch die Austrocontrol. 2005 hatte man dann endlich einen zivilrechtlich bindenden Mediationsvertrag beschlossen, in dem unter anderem eine Halbierung der Nachtflüge und Lärmschutzprogramm für Anrainer geplant wurden. 2007 wurde dann die UVP eingereicht, dessen positiver Bescheid in erster Instanz dann 2012 folgte. Gegen diesen Bescheid wurden dann einige Einsprüche eingereicht, vor allem gegen die massiven Umwelteingriffe in der Region. Über die nächsten Jahre wurde dann das Projekt weiter diskutiert und entwickelt, bis dann allerdings am 2. Februar 2017 der Antrag auf Bau und Betrieb der Piste im Beschwerdeverfahren vom Bundesverwaltungsgericht, dem BVWG, abgewiesen wurde, da insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse, dass es in Österreich zu keinem weiteren markanten Anstieg an Treibhausgasemissionen durch Errichtung und Betrieb der dritten Piste kommt und Österreich seine national und international eingegangenen Verpflichtungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen einhält, gegenüber den verschiedensten öffentlichen Interessen, die für die Errichtung des Vorhabens sprechen. Auch ist die Erhaltung wertvollen Ackerlands für zukünftige Generationen zur Nahrungsmittelversorgung dringend geboten. Das öffentliche Interesse an der Errichtung der dritten Piste ist somit überwiegend nicht gegeben. Der Antrag der mitbeteiligten Parteien ist daher insgesamt abzuweisen. Ab da wird's etwas kompliziert. Der Verfassungsgerichtshof hob am 26. Juni 2017 diesen Bescheid wieder auf. Der Grund? Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts verletzt den sogenannten Gleichheitssatz, da sie auch Emissionen während des Fluges berücksichtigt und Bezugsgrößen aus nicht anwendbaren Vorschriften heranzieht. Dazu kommt, dass bei einer Interessensabwägung nach dem Luftfahrtgesetz auch Klimaschutz und Bodeninanspruchnahme mit einbezogen wurden. Zitat:
Durch die genannte Staatszielbestimmung Annahme BVG Umweltschutz werden die zu berücksichtigten Interessen nicht über den Kreis jener nach dem LFG wahrzunehmenden Interessen hinaus und auch nicht der Bezugsrahmen von Emissionen oder Auswirkungen erweitert, die nach dem LFG zu untersuchen sind. Diese Entscheidung brachte auch einiges an Kritik ein. So kritisierte zum Beispiel Dr. Erika Wagner vom Institut für Umweltrecht an der JKU Linz, dass zum einen ein einfaches Gesetz wie das Luftfahrtgesetz den im Verfassungsrang befindlichen Umweltschutz negieren kann. Des Weiteren meint sie zum Vorwurf der Willkür nicht nur, dass insbesondere die Inhalte der Untersuchung des BVWG bezüglich der Anwendung des BVG umfassender Umweltschutz dem Stand der wissenschaftlichen Diskussion entsprechen, vielmehr sind auch die vorher kaum thematisierten Überlegungen des Umweltschutzes eindeutig vom Bemühen getragen, dem Gesetz zu dienen. So oder so wurde dann letztendlich der UVP-Bescheid durch das Bundesverwaltungsgericht am 23. März 2018 bestätigt und auch erhobene Revisionen von diversen Bürgerinitiativen und Anrainern wurden abgewiesen. Damit wäre dem Projekt eigentlich nichts mehr im Weg gestanden. Aber irgendwas ist dazwischen gekommen. Hallo. So, jetzt habe ich viel über die Geschichte der dritten Piste und wie sich das Projekt in das Gesamtkonzept Flughafen Wien-Schwechat einordnet geredet. Doch wie sieht das Projekt nun eigentlich genau aus? Nun, sehen wir uns das Ganze am besten von oben an. Südlich zur bestehenden Piste soll sie in knapp 2,5 Kilometer Entfernung gebaut werden. Die Proportionen betragen dabei 3680 x 60 Meter. Zusätzlich dazu bräuchte man dann auch eine dritte Feuerwache, eine zusätzliche Betriebstankstelle und auch ein Werkstättengebäude. Und natürlich muss durch den noch etwas limitierten Platz die B10 verlegt werden und einen Schwenk um die Piste machen. Insgesamt besteht das Projekt dabei aus 3 Phasen. In der ersten Phase wird zuerst einmal das Gelände angepasst und eben die B10 verlegt. Danach wird nun die eigentliche Piste bzw. das Rollwegsystem errichtet und auch kanalisiert. Auch die benötigten Gebäude und diverse Straßenverbindungen werden in dieser Phase gebaut. Zusätzlich dazu werden auch einige Maßnahmen zum Lärmschutz und zur Landschaftspflege getroffen. In der zweiten Ausbaustufe wird nur das Perimeter-Rollwegpaar errichtet, welches alle Pisten miteinander verbindet. Die dritte Stufe beinhaltet nun die Errichtung eines Mittelrollweges, der die dritte und parallel liegende nördliche Piste verbindet. Um die Zufahrt zum Katharinenhof zu gewährleisten, wird ein Straßentunnel unter dem Rollweg errichtet. Insgesamt wird das Projekt um die 3 Milliarden Euro kosten, wobei eine Inbetriebnahme vor 2030 ziemlich unwahrscheinlich ist. Jetzt kommen wir aber eigentlich zu der Frage, mit der wir uns in diesem Video beschäftigen wollten. Braucht es jetzt eine dritte Piste? Nun, ganz kurz gefasst stehen sich hier eigentlich nur 2 Punkte gegenüber. Einerseits der zusätzliche finanzielle Boost durch eine zusätzliche Piste gegenüber den Umweltfolgen, die daraus entstehen. Sehen wir uns zuerst die finanziellen Folgen daraus an. Wie wir bereits gesehen haben, sind zumindest vor der Corona-Krise die Passagierzahlen stark angestiegen. Genauere Prognosen bezüglich der Passagierzahlen mit einer dritten Piste konnte ich aber weder vom Flughafen selbst oder einer anderen Institution finden. Laut Peter Klemann, Pressesprecher des Flughafen Wien, wären mit den derzeitigen 2 Pisten bis zu 40 Millionen Passagiere im Jahr möglich, zumindest laut einer Aussage seinerseits im Jahr 2019. Wenn wir nun also diese Zahl mal ganz plump auf 3 Pisten hochrechnen würden, kämen wir auf maximal 60 Millionen Passagiere. Damit käme er im europäischen Ranking nur knapp hinter dem Flughafen Madrid auf Platz 7. Hier sei aber gesagt, die Passagierzahl wird wahrscheinlich niedriger sein, da sich das Aufkommen nicht so einfach linear hochskalieren wird. Ein weiterer Selling Point, der natürlich immer herangenommen wird, wenn es um größere Projekte geht, sind die Arbeitsplätze. Momentan arbeiten etwa 20.500 Personen am Flughafen Wien. Davon arbeiten ca. ein Viertel direkt bei der Flughafen Wien-Gruppe, zu der übrigens auch ein Flughafen in Malta und der Slowakei gehören. Insgesamt sind zumindest im Jahr 2015 72.700 Personen direkt oder indirekt durch den Flughafen Wien beschäftigt gewesen. Die dritte Piste soll zusätzlich dazu noch einmal 30.000 draufpacken, davon 10.000 am Flughafen selbst und 20.000 in der Region Wien-Niederösterreich. Generell sollte man die Wirtschaftskraft des Flughafens nicht unterschätzen. Er ist zumindest in Ostösterreich einer der größten, wenn nicht sogar der größte Arbeitsgeber und bringt dem Staat Steuereinnahmen im Milliardenbereich. Ich möchte hier auch noch kurz ein Wort darüber verlieren, wem der Flughafen bzw. die Flughafen Wien AG eigentlich gehört.
Der größte Anteil, 39,9%, gehört dem Fonds Airports Group Europe SAAL, welcher wiederum dem australischen Fonds IFM Global Infrastructure Fund gehört. Jeweils 20% gehören der Stadt Wien bzw. dem Land Niederösterreich, 10% gehören einer Mitarbeiterstiftung, wodurch Beschäftigte an der Dividende des Unternehmens beteiligt sind. Und zum Schluss sind nochmal 10,1% im Steuerbesitz an der Wiener Börse. Betrachten wir die Umweltfolgen, ist es eigentlich relativ einfach geklärt. Fliegen ist für immerhin 2,5% aller CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Das Problem ist dabei auch, dass Flugzeuge zwar immer effizienter werden, wenn es um den Treibstoff geht, dadurch wollen aber immer mehr Leute fliegen, wodurch dann trotzdem die Gesamtemissionen steigen. Vollständige Daten zu den Umweltfolgen des Flughafens konnte ich leider nur aus 2014 finden, was zum einen vor dem Passagierboom 2019 war und zum anderen natürlich auch vor der Corona-Pandemie. Behaltet das hier also im Hinterkopf. Der Flughafen Wien war im Jahr 2014 für rund 306.900 Tonnen CO2 verantwortlich. Der überwiegende Anteil der Emissionen ist mit 78% den Flugzeugen selber zuzuordnen. Die zweitgrößte Quelle fallen mit 14% auf den Verbrauch von elektrischer Energie bzw. Heizenergie. Weiters entfallen 6% auf die Flugzeugabfertigung und mit 2% den landseitigen Kfz-Verkehr. Insgesamt entfallen damit um die 88% der Emissionen auf Quellen, die der Flughafen nicht direkt beeinflussen kann. Wie würden nun die Emissionen aussehen, wenn nun die dritte Piste kommen würde? Nun, würde der Flughafen Wien bei 2 Pisten bleiben, würden die Emissionen im Jahr 2025 um ca. 50% im Gegensatz zu 2014 steigen. Im Vergleich dazu würden sich bei einer zusätzlichen dritten Piste die Emissionen verdoppeln. Nun ist ja die Frage, wer ist für die Emissionen verantwortlich, ein zweischneidiges Schwert. Rechtlich ist es relativ eindeutig, da liegt die Verantwortung bei den Fluglinien. Das sehen sowohl der Verfassungsgerichtshof als auch das Bundesverwaltungsgericht mittlerweile so. Fakt ist aber auch, dass die Kausalkette zusätzliche Piste, mehr Flüge, höhere CO2-Emissionen relativ kurz ist. Oh, und einen letzten Punkt gäbe es da noch. Betreffend des Lärms würde dann natürlich auch der Einwirkungsbereich größer werden. Letztendlich bleibt es schwer zu sagen, wohin sich dieses Projekt weiterentwickeln wird und welche Interessen überwiegen werden. Ich kann wie immer nur sagen, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, bedanke mich fürs Zusehen.